Damals, als ich 6 Jahre alt war, habe ich zu Hause ein altes Radio gefunden und es auseinandergebaut. Ich wollte sehen, was da drin ist und wie das funktioniert. Als ich es wieder zusammenbauen wollte, waren ein paar Teile übrig, was zu ein bisschen Ärger zu Hause geführt hat. Das war der Anfang meiner Begeisterung für die Technik. Später in der Schule waren Physik und Mathe meine Lieblingsfächer, was dazu geführt hat, dass ich ein Abi an einem Gymnasium für Informatik und Mathematik gemacht habe und mich für ein Studium der Elektrotechnik, Informations- und Automatisierungstechnik entschieden habe. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, hat sich mein Vater gemeldet, der zu dem Zeitpunkt leitender Elektroingenieur war und gesagt, das ist sehr schwer für eine Frau. Da fragte ich, naja, warum das denn? Du hast es doch auch geschafft, ich kann es auch schaffen. Ja, meinte er, das Fachliche, darüber reden wir nicht, da sind wir uns einig. Aber der Rest. Und ich muss sagen, mein Vater hat recht behalten. Ich als Frau in einer männerdominierten Welt und als Mutter von 2 Kindern durfte im Laufe der Zeit und meiner Karriere einige Herausforderungen meistern. Und es gab tatsächlich auch Momente der Zweifel. Nur für mich gab es nie die grundsätzliche Frage, ob ich weitermache und dass ich es weitermache. Das war meine Leidenschaft, das wollte ich schon immer machen. Als Kind wollte ich Astronautin werden, also ich musste am Ball bleiben und das war für mich klar. Studium ist erfolgreich gelaufen und im Anschluss habe ich durch ein Austauschpraktikum bin ich nach Deutschland gekommen und in Deutschland habe ich in einem Forschungsprojekt gearbeitet, später auch meine Doktorarbeit, meine Promotion in Software Engineering gemacht und im Anschluss dieser erfolgreichen Promotion, die ich mit Auszeichnung übrigens mit 2 Kindern abgeschlossen habe, habe ich entschieden, in die Industrie zu wechseln. Und das war tatsächlich wichtig für mich. Ich wollte was Echtes machen. Und ich hatte natürlich das Glück, zwar keine Astronautin zu werden, aber den Astronauten sehr nahe zu sein. Ich habe fast 7 Jahre in der Raumfahrt gearbeitet, als verantwortliche Software-Systemingenieurin, Systems Engineer, Projektmanagement in dem Rahmen der internationalen Raumstation, ISS, insbesondere für das Columbus-Modul. Da hatte ich auch die Teamleitung für die Onboard-Software inne. In dem Kontext habe ich auch tatsächlich ein Projekt in einer Doppelrolle Systems Engineer und Projektmanager leiten dürfen über Sprachsteuerung und da bin ich tatsächlich sehr nah in Kontakt mit Astronauten gekommen. Das war eine wunderbare Erfahrung für mich. Während dieser Zeit habe ich nachgedacht und habe ich die ganze Zeit unterschiedliche Studierende betreut und dann habe ich nachgedacht, ob ich tatsächlich vielleicht mein Wissen, das sich auch danach abgerundet hat durch meine Zertifizierung als Systems Engineer, weitergeben kann. Ob es vielleicht ein größerer Beitrag wäre. Und zu diesem Zeitpunkt kam tatsächlich die Professur ausgeschrieben, die 2 Schwerpunkte hatte, Software Engineering und Vernetzung. Und das war genauso wie für mich ausgeschrieben. Nun bin ich seit 5 Jahren an der Hochschule und habe die Professur für praktische Informatik, Softwaretechnik hier und leite den Studiengang Technische Informatik.